Zwischen den Bäumen der Bittermark scheint heute alles friedlich. Vogelstimmen, Wind in den Kronen, ein Ort wie viele andere. Doch unter diesem Boden liegt eine Geschichte, die kaum vorstellbar ist. Hier, in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs, wurden Menschen hergebracht, gefesselt mit Draht, bewacht von Männern, die längst wussten, dass der Krieg verloren war. Franzosen, Belgier, Niederländer, Polen, Sowjetbürger und deutsche Widerstandskämpfer. Menschen mit Familien, mit Hoffnungen, mit einem Leben, das ihnen genommen wurde. In den Nächten hallten hier Schüsse durch den Wald. Danach blieb nur Stille. Eine Stille, die bis heute zwischen diesen Bäumen zu spüren ist. Als amerikanische Truppen Dortmund erreichten, wurden die Massengräber entdeckt. Die Wahrheit kam ans Licht. Doch für die Opfer kam jede Hilfe zu spät. Heute erhebt sich an dieser Stelle das Mahnmal Bittermark. Kein Monument des Sieges, kein Denkmal für Helden. Es erinnert an die Menschen, die hier ihre letzten Schritte gingen. An Menschen, die nicht wegen ihrer Taten starben, sondern wegen einer Ideologie, die Hass über Menschlichkeit stellte. Und vielleicht liegt genau darin die wichtigste Botschaft dieses Ortes, dass Erinnerung nicht die Vergangenheit verändert, aber verhindern kann, dass sie sich wiederholt. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian und ich bin zusammen mit Melanie heute unterwegs, und zwar im Stadtpark Bittermark in Dortmund. Und ich gucke jetzt hier schon auf ein mächtiges Mahnmal, muss man einfach mal so sagen. Das ist wirklich gigantisch, und zwar ist das Mahnmal Bittermark, wieder mit einer ganz traurigen Hintergrundgeschichte. Ja, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ist das natürlich hier wieder passiert. Erstmal ein paar Side-Facts zu diesem Mahnmal hier. Das wurde 1960 ins Leben gerufen von der Stadt Dortmund, und der Künstler Karel Niestra, das ist ein französischer Künstler, und in Zusammenarbeit mit dem Architekten Willi Schwarz wurde hier dieses Mahnmal ins Leben gerufen bzw. errichtet. Und ja, so ein riesiges Mahnmal, das haben wir selber auch noch nie irgendwo gesehen. Also es wirkt auf der einen Seite erstmal richtig abwehrend, also es ist wie so ein riesiger Bunker irgendwo. Auf der anderen Seite kann man das schon, da gehen wir auch gleich näher ran, näher an die Skulpturen, die hier an der Seite angebracht sind, uns das Ganze einmal anschauen. Dann sieht man halt auch direkt, um was es halt hier geht. Und das ist wirklich Wahnsinn. Wir lassen das mal eben kurz auf uns wirken, wenn wir hier einmal so rumgehen. Das ist wirklich ein riesiger Bau hier. Lass den mal locker 4,50 Meter hoch sein. Und bestimmt 10 Meter Länge. Das ist wirklich extrem. Und es fällt natürlich hier auf, weil hier vorne ist noch eine Wiese und alles. Und ja, der Architekt und Künstler, die haben sich halt hier wirklich was dabei gedacht, dass einem das sofort ins Auge sticht und halt auch die Emotion auf einen einprasselt, wenn man hier das Ganze sieht. Leider können wir jetzt hier auch nicht rein in das Bauwerk. Es ist wirklich gigantisch. Ja, Hintergrund von dem Ganzen: im Rombergpark und in der Bittermark hat hier die Gestapo um die Ostertage über 300 Menschen getötet, also Zwangsarbeiter und Widerstandskämpfer oder Widerständler, und die praktisch hier in den umliegenden Lagern und Kellern geholt. Und bevor die Alliierten hier praktisch das Ganze befreien konnten oder hier überhaupt reingekommen sind, haben sie halt diese ganzen Menschen liquidiert. Und deshalb hat man hier dem Ganzen ein Andenken geschaffen und nochmal auf die Brutalität, die es halt im Zweiten Weltkrieg gegeben hat, hier nochmal hingewiesen. Ja, also man hat wirklich, hier waren auch überall Bomben gerade, man hat das Ganze natürlich auch schon massiv bombardiert, wie alle Städte im Ruhrgebiet. Und diese Bombengrade hat die Gestapo im Prinzip benutzt,
um ja, die Menschen dann dahin zu führen in einer Nacht- und Nebelaktion. Das waren so 20er-Trupps und hat dann die Menschen in diese Bombentrichter geführt und dann halt einzeln alle liquidiert. Und das war wieder eine ganz brutale Sache. Und zum Ende hin sind auch nur wenige der Täter letztendlich zur Rechenschaft gezogen. Ich glaube, an der Zahl sind das nur 3 Stück gewesen. Und ja, wie immer sind halt viele davongekommen mit ihren Untaten. Aber dass das halt nicht in Vergessenheit gerät, wurde dieses Mahnmal hier geschaffen. Also man hat hier in der Front halt einmal hier gemordet, Karfreitag 1945. Eine riesige Skulptur in der Front angebracht, also das typische Aussehen eines KZ-Häftlings, unterernährt. Und man sieht ja halt auch, dass, man sieht es nicht ganz, die Menschen wurden halt auch mit Stacheldraht gefesselt. Also das ist in diesen Berichten auch wiedergegeben, dass man die mit Stacheldraht gefesselt hat. Man kann das hier noch so ein bisschen erkennen. Also das spiegelt hier in diesen ganzen Skulpturen halt auch wieder. Und ja, wir können uns mal hier diese einzelnen Skulpturen, die hier an der Seite angebracht wurden, mal näher anschauen. Also man hat hier wieder wie eine gekreuzigte Person, also auch wieder so skelettiert, also die Unterernährung im Prinzip ersichtlich. Und ja, dass halt wieder alle Menschen, alle Geschlechter betroffen gewesen sind, Kinder, Frauen, Männer. Und ja, hier hat man immer wieder halt das Symbol, dass die Menschen halt gefesselt gewesen sind. Die konnten sich natürlich nicht befreien. Und das zieht sich jetzt hier im Prinzip diesen 2 großen Wänden halt entlang. Ne? Hier irgendeine abwehrende Haltung, also man wollte sich schützen. Hier Menschen, die gehängt wurden, und auch immer drunter sieht man halt wirklich noch Menschen, die im Prinzip mit Füßen getreten werden. Und was hier auch ganz merkwürdig ist, dass die Täter halt so abstrakt ja, also abstrakt bearbeitet wurden. Ne? Also das ist, man sieht halt wirklich, so würde ich das interpretieren, dass es halt mehr um die Menschen halt geht, die ermordet wurden, und man den Tätern eigentlich gar nicht so wirklich ein Gesicht gegeben hat, sondern dass die Täter so, ja, eigentlich das Regime oder das System abbilden, so eine Gleichschaltung, und es ist egal, was es für Personen gewesen sind, also nur so harte Kanten, so geometrische Figuren. Das sieht schon sehr abstrakt dann aus. So hat sich der Künstler wirklich was dabei gedacht. Und ja, man kann das ja hier erkennen, dass es mit so vorgehaltenen Waffen passiert ist. Und hier im Prinzip ja, diese Tat auch gezeigt wird, wie jemand hier erschossen wird. Und hier 2 weitere Gestapo-Mitglieder und auch hier das gleiche Schema. Was hier auch ganz interessant ist, zwischen den Skulpturen hat man hier einmal die Öfen abgebildet in den KZs, und hier wie in Rauchschwaden wegziehend sind hier, wenn man jetzt näher rangeht, auch die ganzen KZs, also nicht die ganzen, sondern die größten bekannten, hier Triplinga beispielsweise, Neuengamme, ja, also die größten KZs mit hier auch Bergen-Belsen, lese ich hier oben. Also hier praktisch die Schlode der KZs, die Öfen, wo hier im Prinzip das jetzt hier so wegzieht. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant gemacht. Also hat sehr viel Aussagekraft. Einmal in Form dieser Skulpturen und dann halt, wie man das angeordnet hat. Also das finde ich wirklich toll, auch mit diesen abstrakten Gestapo-Einheiten. Und hier jetzt auch wieder ja, die Menschen, die ja auch einmal so dreidimensional sind und einmal hier daneben nur so schattenhaft als Abbild. Hier hat man auch noch mal eingerahmt in Stacheldrahtmotiv wieder den 268 Widerstandskämpfern aus 7 Nationen. Also auch hier nochmal Schrift und Skulpturen vereint. Hat echt sehr viel Aussagekraft.
Hier unten ist, wie gesagt, der Künstler auch nochmal verewigt. Karel Niestraat, 1954 bis 1959. Ich weiß nicht, ob das die Bauzeit gewesen ist. Ja. Also Sie können das hier vielleicht erkennen, wenn ich jetzt hier so daneben stehe. Ne? Also das ist schon wirklich riesig. Ja, im Prinzip ist das halt wie so eine Krypta. Also hier kann man leider nicht rein. Aber da kann ich euch auch noch mal ein Bild einblenden, wie das innen aussieht. Und auch hier hat man jetzt noch mal in Französisch, weil das ist hier auch, habe ich gelesen, eine französische Enklave. Also dieser Abschnitt jetzt hier. Deshalb da auch noch mal in Französisch. Ja, wir können jetzt hier noch mal auf die andere Seite gehen. Dann haben wir hier im Prinzip das Gleiche nochmal. Also nicht das Gleiche, sondern wir haben jetzt hier auch nochmal eine ganze Reihe verschiedenster Skulpturen. Und ich glaube, wir müssen einmal von hier hinten anfangen, weil das hier, dieser Weg der Gefangenen so chronologisch halt aufgebaut ist. Ja, also man sieht hier wieder, wie die Menschen halt gefangen gewesen sind in ihren Lagern. Man sieht das ganz deutlich hier mit den Stacheldraht und mit den Pfosten. Und hier im Hintergrund immer dieses zweidimensionale und dann hier die Menschen halt nochmal so ausgearbeitet mit den Köpfen, um halt die Qualen zu sehen, die Kinder, Erwachsene und Kinder und wie sie letztendlich dann hier aus den Lagern geführt werden. Hier hangelt man sich letztendlich oder greift nochmal oder hält nochmal an der Religion fest in Form von diesem Davidstern hier, den man hier immer noch greift. In der Hoffnung, dass es was nützt, was bringt. Und dann halt wieder der abstrakte Wächter oder der Gestapo-Mann, dem man halt kein Gesicht geben will, sondern der einfach das Böse halt verkörpert. Es tut halt nichts zur Sache, er verkörpert das Böse des Menschen. Und es geht halt darum, dass man die Qualen der Zwangsarbeiter halt wahrnimmt. Ne? Das drücken ja die Gesichter hier aus. Deshalb ist das Gesicht, was man sich sowieso vorstellen kann von diesen Wächtern, von den Gestapo-Leuten oder SS-Leuten, je nachdem, das kann man sich ja vorstellen. Auch hier wird jetzt nur abstrakt gezeigt, das wird höchstwahrscheinlich das Hakenkreuz-Symbol sein. Das will man hier natürlich nicht drauf machen, sondern das stellt halt dieses Symbol halt dar. Und hier halt dieses kantige, eckige, dieses über den Menschen stehende wird hier halt auch dargestellt. Und er führt hier im Prinzip die Leute aus dem Lager raus bis zu diesem Tötungsstandort, wo man jetzt hier wirklich die Leichen übereinander sieht. Hier die Menschen übereinander. Hier unten ist auch noch ein Kopf, also wie man es halt auch aus diesen ganzen Lagervideos und so weiter kennt, dass die Menschen dann nur noch übereinander gestapelt wurden und also nur noch wie weggeworfen halt. Und auch hier nochmal eine Kreuzigung. Auch das hat man in vielen Lagern zum Teil auch gemacht, um die Menschen halt maximal irgendwo zu quälen, dass sie nicht sofort zu Tode gekommen sind. Also dieses Erschießen und so weiter, das ist ja eine schnelle Aktion letztendlich gewesen, um die Menschen loszuwerden. Ja, Melanie hatte mich jetzt auch gerade noch mal auf was aufmerksam gemacht, weil ich das nicht ganz interpretieren konnte. Eigentlich die ganzen anderen Szenen waren mir soweit klar, aber diese Szene hier in der Mitte mit diesem älteren Mann und diesen jüngeren Menschen, die habe ich nicht ganz verstanden, weil überall sind hier im Prinzip die skelettierte Form, die Aufgehangenen oder Gekreuzigten und in der Mitte im Prinzip dieses Motiv. Und das sind im Prinzip Menschen gewesen, die man dann hier auch in der Bittermark aufgefunden hat. Und zwar waren das halt auch alles Angestellte, die ja von der Gestapo im Prinzip schon relativ früh inhaftiert wurden, die hier auch in Schmieden, in dem ganzen Ruhrgebiet, in Bergwerken und so weiter gearbeitet haben. Man sieht das ja halt hier auch ganz gut, weil der ältere Herr hier hinten praktisch so eine
also so eine Schmiedeweste oder so einen Kittel anhat. Ich weiß jetzt nicht genau, da gibt es wahrscheinlich einen Begriff dafür. In der Stahlproduktion hat man ja sowas an, um seinen Körper zu schützen. Und die Jüngeren hier, der eine hat hier nämlich zum Beispiel einen Hammer einen Hammer in der Hand. Und das waren ja im Prinzip alles Menschen, die ja schon lebten und angestellt waren und die ja zum Beispiel von der Gestapo inhaftiert wurden, weil sie der KPD zum Beispiel angehörten, also anderen Parteien, Kommunisten waren und so weiter. Und ja, die hat man dann halt erschossen, zum Beispiel in der Bittermark gefunden. Und das sagt nämlich dieses Motiv hier aus. Das konnte ich am Anfang nicht ganz interpretieren, aber das macht natürlich Sinn. Und die schauen halt zur Seite weg, weil man hat im Prinzip keine Möglichkeit, also man hat keine andere Zukunft, also wird so oder so sterben durch das Regime, durch das System. Egal wie man sich jetzt winden will, man hat keinen Ausweg. Das soll das Ganze halt im Prinzip darstellen. Ihr habt da auch nochmal einen guten Größenvergleich mit Melanie, dann seht ihr halt wirklich, wie groß das Gebäude halt ist, ne? Also das ist schon nicht klein, weil ich finde, das muss man halt immer ganz deutlich zeigen. Also es geht mir meistens so, wenn wir Recherchen betreiben zu Denkmälern, egal ob das jetzt Krieger-Ehrenmale sind oder Mahnmale gegen das Vergessen, Erinnerungskultur, speziell zu KZs oder irgendwelchen Massakern oder ähnliches. Die Objekte sind immer deutlich größer, als wie es auf den Fotos halt den Anschein hat, ne? Und das ist auch sinnvoll, finde ich, weil es soll ja dich sofort erschlagen. Es soll die Blicke auf sich ziehen und sofort zum Nachdenken anregen. Und das ist halt wichtig. Also anders macht so ein Mahnmal eigentlich keinen Sinn. Und ich finde halt den Hintergrund hier mit der Wiese, dass man von den Seiten jetzt hier drauf zugeht, das finde ich sehr gut gemacht. Im Hintergrund haben wir das Ganze jetzt auch noch mal eingerahmt. Das ist auch sehr gut gepflegt. Es ist ja jetzt noch im April, deshalb blüht hier noch nichts, aber das kann ich mir ganz gut vorstellen. Hier jetzt aber ohne Namen hat man jetzt hier diverse Grabsteine noch gesetzt, wie man sie auch auf Ehrenfriedhöfen kennt. In doppelter Form da hinten beispielsweise. Und dann kann man jetzt hier das so abschreiten und hat hier halt auch immer diese Zuwege. Also wenn man einige Gedenkstätten schon besucht hat, dann fällt einem sowas halt auf, ne? Da kann man immer gute Vergleiche ziehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie viel ihr diesbezüglich schon besucht habt. Aber das ist immer das, was man halt, das, was am Anfang halt sofort wirken muss. Wenn es das nicht tut, hat das Ehrenmal so ein bisschen den Sinn verfehlt. Und deshalb ist das wichtig. Ja, im Prinzip war es das eigentlich schon, was ich euch jetzt hier an dem Mahnmal zeigen kann. Also wer im Stadtbezirk Dortmund-Hombruch mal unterwegs ist oder vielleicht sogar hier wohnt. Ich meine, das geht ja auch vielen so. Man wohnt irgendwo, aber man kennt die Orte teilweise nicht. Und ja, auf jeden Fall ist es eine Idee, hier mal vorbeizugehen und das mal auf sich wirken zu lassen. Ich fand das wirklich sehr gut gemacht. Das ist mit einer der eindrucksvollsten Mahnmäler diesbezüglich, wenn es darum geht, ja, Massaker, Erschießungen, KZ, Deportation. Wenn man sich dafür halt intensiv interessiert, das halt wirklich einmal zu besuchen, das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Ich weiß nicht, es gibt sicherlich, man sieht ja hier die ganzen Grenze für das Gedenken an diese Tat. Das ist ja jetzt auch noch nicht so weit her, die Osterfeiertage. Da wird hier höchstwahrscheinlich auch eine große Andacht und so weiter sein. Und dann ist das bestimmt halt auch aufgeschlossen. Man kann sich das wahrscheinlich auch von innen anschauen, aber da bin ich mir nicht sicher. Ich werde euch auf jeden Fall ein Foto dazu hier in das Video mit reinsetzen. Ja, dann bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall
noch einen schönen Tag. Schaltet auf jeden Fall das nächste Video ein, was hier gezeigt wird, wenn ihr euch dafür interessiert. Wir haben hier auch eine entsprechende Playlist für solche Gedenkorte. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Wir verlassen diesen Ort heute mit vielen Eindrücken, mit Bildern, die nachdenklich machen, mit Geschichten von Menschen, deren Leben hier gewaltsam beendet wurde. Doch das Mahnmal Bittermark erinnert nicht nur an ihren Tod. Es erinnert vor allem daran, dass hinter jeder Zahl ein Mensch stand. Ein Sohn, eine Tochter, ein Vater, eine Mutter, ein Freund. Ein Mensch mit Hoffnungen, Träumen und einem Leben, das niemals hätte enden dürfen. Die Zeit heilt viele Wunden. Doch sie darf niemals die Erinnerung auslöschen. Denn nur wer sich seiner Geschichte stellt, kann aus ihr lernen. Und genau deshalb sind Orte wie dieser so wichtig. Sie bewahren nicht nur die Vergangenheit, sie geben den Opfern ihre Stimme zurück.